Zürich ist die Stadt meines Lebens. In Zürich bin ich geboren. In Zürich habe ich meine Kindheit verbracht. Ich habe angefangen, Musik zu machen in dieser Stadt. Ich glaube, dass meine Heimat da ist, wo meine Familie ist, wo auch meine Arbeit stattfindet, wo ich eben am einfachsten kreativ wirken kann. Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie, die in einem Arbeiterquartier gewohnt und gelebt hat. Ich habe Hochbauzeichner gelernt, danach noch Grafiker. Da war ich mal Lastwagenfahrer, da war ich Kurier für einen Zeitungsverlag, ich war Fernsehmechaniker. All diese Jobs habe ich natürlich nur gemacht, um mit meiner Musik zu überleben. Als Zürich in den 80er Jahren gebrannt hat, wie man so schön sagt, hatte ich leider keine Zeit, da teilzuhaben, weil ich war meistens am Arbeiten da in der Roten Fabrik und habe Musik gemacht. Ich fing dann morgens um 7:30 in diesen Berufsgattungen an und habe bis abends um 6 gearbeitet, ging damals dann in die Rote Fabrik so um 7, halb 8 nachts oder abends bis morgens um 2, 3 und dann wieder zur Arbeit. Das habe ich dann vielleicht 1,5, 2 Jahre so gemacht, bis mich dann ein Vertrag mit Ralph Records aus San Francisco aus dieser Situation befreit hat. Ich glaube, dass Yellow sehr viel Glück gehabt hat, dass wir immer selber entscheiden konnten, wann wir eine Platte veröffentlichen, was für Musik wir spielen, wie die Covers ausgesehen haben. Das schätzen wir an sich bis zum heutigen Tag. Ich kann mich erinnern, dass meine Eltern an sich gar nicht so aufmerksam meine Karriere da im Musikgeschäft mitverfolgt haben. Ich glaube, dass sie erst damals, wie wir den Kunstpreis der Stadt Zürich erhalten haben und sie natürlich mit eingeladen waren, haben sie den Stadtpräsidenten kennengelernt und der Udo Jürgens war auch eingeladen. Das war natürlich großartig, wie sie da eben gemerkt haben, dass ihr Sohn Musik macht und doch auch ein bisschen Erfolg hatte. Ich glaube, was ein guter Vater ausmacht, ist, wenn er einem Kind etwas vorlebt und nicht diktiert, was das Kind machen soll. Mein Vater hat gar nicht so viel Zeit gehabt, mir das vorzuleben. Da gab es gar nicht viele Möglichkeiten, den jungen Boris so zu erziehen. Die haben mich einfach machen lassen, was man vielleicht heute als antiautoritäre Erziehung beurteilen würde. Aber ich glaube, das war der richtige Weg in meinem Fall. Ich kann von mir selber sagen, dass ich eigentlich wie ein Fabrikarbeiter ins Studio gehe. Das heißt, das fängt morgens um vielleicht 9, manchmal um 8:30 an bis mittags um 12. Dann gibt es eine Mittagspause, geht um 1:15 Uhr weiter bis vielleicht um 18 Uhr und dann gibt es Feierabend. Ich hatte als Kind ja schon eine gewisse Affinität zu Geräuschen und Klängen. Das hat angefangen mit Echos in den Bergen, wo man da in diese Felswände reingeschrien hatte und gewartet, wie lange das Echo dauert, bis das zurückkommt.
verfolge die Schweizer Musikszene eigentlich nicht aktiv in dem Sinne. Ich höre ja auch ein bisschen Radio und da gibt es Sachen, die mir gefallen und da gibt es andere Sachen, die mir zu gefällig sind. Aber das funktioniert ja in der Schweiz sehr gut. Es wird 10 CDs geben und es ist eine Weltneuheit, ich sage es mal so, wirklich, es hat es noch nie gegeben. 10 Tracks für 10 Stutz. Also no fillers, all killers. Und darum ist das geile Album rausgekommen. Darum nur 10 Stück, das Beste vom Ganzen dort drauf. Und von dann gibt es nachher noch weitere, die folgen dann. Zum anderen gibt es sehr, sehr innovative junge Musiker, die wirklich extrem gute neue Sachen machen, die aber so weit im Untergrund sich bewegen, dass die wahrscheinlich kaum die Möglichkeit haben, am Radio gespielt zu werden. Und das ist eigentlich schade an der ganzen Landschaft hier, dass man eigentlich nur Musik spielt, die sehr oberflächlich oder eben belanglos daherkommt. Sobald etwas ein bisschen anspruchsvoller ist, wird das gekappt, weil dann können die Leute nicht mehr arbeiten, wenn sie Radio hören. Wenn ich heute einen Ratschlag jungen Leuten, die Musik machen, geben würde, denke ich, würde ich sagen, schaut nicht nach links, nach rechts und schon gar nicht nach den Charts in Amerika oder in England, weil wenn ihr da was kopiert, hören das nur die Leute in Schwammendingen allenfalls gerne. Aber für wirklich gute Sachen sollte man seine eigene Musikalität irgendwie erfinden. Und nur dann, glaube ich, wird man das auch in New York oder in Tokio gerne hören. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie die Musik in 100 Jahren klingen würde. Ich denke aber, dass das sicher Musik sein wird, die auch noch in 100 Jahren irgendwie das Hirn eines Homo sapiens zum Schwingen bringt. Ich habe keine Angst vor der Zukunft, überhaupt nicht. Das war schon seit Urmenschengedenken so, dass das immer Fortschritte gegeben hat. Und dem möchte ich auch nicht im Wege stehen. Ich denke, dass nur Religionen oder Sekten sich da im Weg stellen. Ich auf jeden Fall gehe gern mit dem Lauf der Zeit. Es gibt eine technische Errungenschaft, wo ich verzichten könnte, denke ich mal. Und das ist ganz einfach zu sagen, das ist das 3D-Kino, weil ich bin auf einem Auge blind und da kann ich leider nicht mithalten. Ich denke, dass man uns damals viel gesagt hat, dass Yellow seiner Zeit voraus ist. Ich habe das nie richtig verstanden und wollte das, glaube ich, auch nie richtig verstehen, weil ich habe eigentlich nie nach rechts oder nach links oder nach hinten oder letztlich auch nach vorne geschaut. Ich habe immer das gemacht, wonach ich mich gefühlt habe. Ich habe zwar als junger Teenager sicher auch gekifft und man hat auch
Psychedelikas genommen und sehr viele Farben gesehen, aber während der ganzen Laufbahn von Yellow war das kein Thema mehr. Mit Hasch oder mit Marihuana täuscht man sich sehr schnell und denkt, das wäre super, und am anderen Tag hört man das nüchtern und es ist gar nicht mehr so scharf, wie es geklungen hat. Ich habe insofern nicht Angst vor dem Tod, dass ich ja ein sehr naturnaher Mensch bin. Die Natur zu beobachten, das ist nicht etwas, wo ich glauben muss, sondern ich sehe das, wie ein Baum im Frühling blüht und im Herbst verliert er die Blätter. Das ergibt so irgendwie einen Kreislauf. Und ich denke, so ist das auch mit dem Leben und dem Sterben und dem Tod. Ich denke, wenn ich mal sterben würde, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Allenfalls das Sterben, das müsste, glaube ich, das müsste nicht sein. Ich denke, ich bin eigentlich traumlos glücklich. Es gibt vielleicht noch etwas, was ich gerne machen würde. Das wäre ein bisschen mehr Zeit haben, mit meiner Frau Patricia Reisen zu unternehmen. Natürlich werde ich weiterhin Musik machen. Ich kann ja nichts anderes. Das, denke ich mal, werde ich machen, bis ich da im Sarg drin liege und noch die Nägel, die eingeschlagen werden, sample und einen Song daraus mache. Ich freue mich jetzt, meine Tochter zu treffen in ihrem Geschäft und mit ihr zusammen ein Bier zu trinken und den Abend zu genießen.